Also mittlerweile haben wir Anfang Juli. Das Bürogebäude ist, wie man jetzt mittlerweile sieht, fertiggestellt worden. Es war im Mai bereits fertig und die Logistikhalle ist auch fertiggestellt worden, übergeben Anfang Juni. Und Begrünung der Außenflächen wurde auch im Mai gestartet und es sieht mittlerweile schon ganz gut aus. Wir haben 260 Bäume gepflanzt und man sieht einfach, dass es jetzt optisch schon wirklich eine ansprechende Form bekommen hat. Wir sind jetzt in unserem Hochregal. Hier ist die Ausgabe vom Hochregal und die Eingabe der Paletten. Die Paletten werden hier vorgelagert, dann werden die an die Übergabestation übergeben. Dort werden die Konturen gemessen, ob sie von der Höhe, Breite, Länge passend ist fürs Hochregal. Dort wird sie dann übergeben in das Hochregal und wird in dem Hochregal verfahren. Das Hochregal ist ja 150 Meter lang, also es dauert eine gewisse Zeit, wobei die Maschinen laufen relativ schnell, 3 Meter pro Sekunde, und wir haben da 5 Regalbediengeräte. Diese verfahren die Ware möglichst weit nach hinten und dann je nachdem am Abend werden die Waren, die für den Tag benötigt werden, nach vorne gefahren. Momentan haben wir knapp 9000 Paletten im Lager. Also wir sind noch nicht mal zu 20% belegt, denn insgesamt passen 43.000 Paletten in das Lager hinein. Das ist einfach eine Strecke von 22,5 Kilometer, die einfach belegt wird, nur durch Lkw-Züge. Diese Ware ist hier eingelagert. Es liegt daran, dass unsere Produzenten relativ lange brauchen, um die Ware zu produzieren. In großen Stückzahlen werden die produziert. Bei uns kommen sie her, werden sie eingelagert und wir verkaufen sie Karton- oder palettenweise an unsere Kunden weiter. Was noch eine Besonderheit ist, es wird nachgewogen, die Palette, nachdem kommissioniert worden ist. Wenn man jetzt einen Karton zu viel genommen hat oder zu wenig genommen hat, bleibt die Palette automatisch stehen und gibt somit demjenigen, der die Kommissionierung macht, das Signal, dass er das nochmal überprüfen muss. Weiters ist natürlich das hier ein sehr schöner Arbeitsplatz. Wir haben natürlich sehr, sehr gute Mitarbeiter, die auch gut geschult sind, aber es ist jetzt noch wesentlich ergonomischer als vorher. Vorher mussten unsere Mitarbeiter 10 bis 15 Kilometer am Tag laufen, um die Ware zusammenzusuchen. Heute bleiben sie am Platz stehen, bewegen sich nur seitlich, die Höhe bleibt gleich, sie greifen und es ist eigentlich sehr ergonomisch mittlerweile.